Kreise beim Patchwork einnähen, anstatt sie zu applizieren. Dazu gibt es ein Lineal, das macht das Ganze wirklich so sehr, sehr einfach. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Und das ist das Lineal von Quilting Simplicity, mit dem ihr Kreise ganz wunderbar und einfach einnähen könnt. Ihr findet unterschiedliche Halbkreisbögen, angefangen bei 2 Inch oder 5 cm bis hoch zu 10 Inch oder 25,4 cm. Bei jedem Kreisbogen ist die Mitte durch einen Pfeil markiert. Am unteren Rand seht ihr eine durchgezogene Linie. Das ist die tatsächliche halbe Kreislinie. Und ihr seht eine gestrichelte Linie. Diese gestrichelte Linie ist die Nahtzugabe. Wenn ihr mit halben Kreisen arbeiten möchtet, dann ist für euch wichtig, die gestrichelte Linie zu beachten. Möchtet ihr komplett runde Kreise zuschneiden, dann legt ihr euren Stoff doppelt. Die doppelt gelegte Stoffkante zeigt uns den halben Kreis an und an diese Kreismitte legen wir nun die durchgezogene Linie an. Wenn wir uns nun eine Größe aussuchen und wir schneiden zu, dann erhalten wir einen kompletten Kreis. Wenn wir mit Halbkreisen arbeiten möchten, dann lassen wir unseren Stoff aufgeschlagen liegen. Die gerade Linie ist die Halbkreislinie. Wir möchten aber zwei Hälften zueinander nähen. Das heißt, wir brauchen eine Nahtzugabe. Die Nahtzugabe, das ist die gestrichelte Linie. Wir schneiden unseren Kreis also plus Nahtzugabe zu. Das heißt, die gestrichelte Linie legen wir an den unteren Stoff. Hier haben wir jetzt noch in der Mitte ein Feld. Und in diesem Feld könnten wir einzeichnen. Wir könnten die Mittellinie markieren und wir könnten unsere Nahtlinie markieren. Wir möchten heute aber ganze Kreise ausschneiden und ganze Kreise einnähen. Ich habe hier schon einen ausgeschnittenen 8-Inch-Kreis und diesen 8-Inch-Kreis möchte ich in mein Quadrat einsetzen. Wenn ich einen Kreis aus 8 Inch einsetzen möchte, dann muss mein Kreis eine Nahtzugabe haben. Das heißt, ein Stück von meinem Kreisstoff wird später in der Naht verschwinden. Damit das funktioniert, schneide ich meinen 8-Inch-Kreis aus und auf meinem Patch, in den ich meinen Kreis einnähen möchte, schneide ich eine Größe kleiner aus, also hier die 7-Inch-Linie. Dazu schlage ich meinen Stoff doppelt, lege ihn vor mich hin. Ich lege die durchgezogene Linie, denn wir arbeiten mit einem ganzen Kreis. Die 8 Inch habe ich ausgeschnitten. Ich brauche eine Nahtzugabe, also werde ich aus meinem Patch, so habe ich es lieber, die 7-Inch-Linie ausschneiden. Wenn ihr diesen Kreis ausschneiden möchtet, lässt sich das sehr gut mit einem Rollschneider, mit einer kleinen Schneide, mit einem kleinen Messerchen umsetzen. Wir haben ausgeschnittene Rillen und durch jede dieser Rillen kann ich mein Messerchen führen, meinen Rollschneider. Ich möchte 7 Inch ausschneiden, also wandere ich zurück, setze am Anfangspunkt die 7-Inch-Linie an und mit meinem kleinen Rollschneider kann ich ganz wunderbar einmal einen Halbkreis zeichnen. Nehmt das nicht direkt weg, schaut, ob ihr wirklich geschnitten habt. Das passt. Dann kann ich meinen inneren Kreis zur Seite nehmen. Ich habe meinen ausgeschnittenen Kreis und ich habe meinen ein Stück größeren Kreis, den ich einsetzen möchte. Hier habe ich mein Patch, hier habe ich meinen einzusetzenden Kreis und hier sehe ich meine Nahtzugabe. Wenn ich ein 1/4 Inch Füßchen nutze, dann setze ich meine Außenkante vom Füßchen so an, dass sie genau mit der inneren Schnittkante meines Kreises übereinläuft. Wenn ich ein Füßchen verwende mit 7,5 mm Breite pro Seite, setze ich das Füßchen so an, dass die Spitze meines Füßchens mit der inneren Schnittkante übereinläuft. Wenn wir unseren Kreis nun an unser Patch stecken möchten, legen wir ein paar Hilfslinien an. Wir nehmen zunächst einmal unser Patch,
schlagen das genau auf die Mitte. Mit unserem Bügeleisen pressen wir einmal auf die äußeren Kanten. Nur ganz kurz und ohne unser Bügeleisen hin und her zu bewegen, damit wir diese Kante nicht dehnen. Wir öffnen, schlagen das Ganze über und auch auf dieser Seite pressen wir einmal unser Bügeleisen. Und hier haben wir jetzt einmal unsere Viertel markiert. Das gleiche wiederholen wir an unserem Kreis. Vom Kreisausschnitt haben wir schon die ersten beiden Seiten. Wir öffnen unseren Kreis und wir legen die beiden eingebügelten Kanten genau übereinander und wir pressen auch hier unsere Viertellinien ein. So schaut das Ganze aus. Nun möchten wir die rechten Seiten aufeinander legen. Damit das einfacher geht, legen wir unseren Kreis nach unten und wir legen unser Patch oben auf. Richten wieder genau unsere eingebügelten Kanten aus. Wir nehmen die äußere Kante unseres Patches und schlagen sie einmal zur Mitte. Unsere beiden Linien stecken wir nun zusammen und zwar so, dass die Außenkante unseres Patches genau auf die Außenkante unseres Kreises trifft. So. Und bevor uns das abhaut, stecken wir das. So stecken wir alle 4 Markierungen aufeinander. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Das sieht schon gut aus. Jetzt möchten wir den ganzen äußeren Rand nach außen stecken. Das heißt, wir legen einmal unsere 4 Zipfel nach innen und unser äußerer Rand liegt schon nach außen gelegt. So wie das jetzt fällt, können wir das ganz leicht stecken. Wir wählen den äußeren Rand, ziehen ihn nach oben, legen das flach hin und komm her, du Nadel. So stecken das mit einer Nadel einmal fest. Rundherum. Wir legen die Seiten übereinander. So, die Seiten liegen genau übereinander und wir stecken. Bei den Zwischenräumen zieht sich das Ganze noch so ein bisschen auseinander. Wir legen die Kreisseite über unseren Finger und jetzt legt sich die Außenseite schon ganz wunderbar. Wir können die ein bisschen schieben. So. Und das ganze Stück so liegt ganz genau, wie es liegen muss. Das heißt, es ist gar kein Problem, einen Kreis zu stecken. Wir haben die Öffnung, wir legen das über den Finger und es legt sich. Eine Nadel. Nutzt so viele Nadeln, wie ihr mögt. Nutzt alles, was euch Sicherheit gibt, wenn ihr das erste Mal macht. So schaut das jetzt von der Kreisseite aus. So schaut das von der Patchseite aus. Das Ganze funktioniert schon ganz wunderbar und wir können nähen. Hey! An meine Nähmaschine habe ich eine 70er Universalnadel eingespannt und ein Viertel-Inch Füßchen. Als Garn nehme ich ein Universalgarn. Wenn ich hier jetzt an der Kante nähen möchte, dann habe ich mit einem Abstand von einem Viertel-Inch zur Außenkante 2 Stofflagen, die ganz genau gleich groß sind. Die Falten, dieses größere Stück Stoff, beginnt erst nach der Viertel-Inch Naht. Das heißt, ich versuche, meine Stoffe ganz genau übereinander zu legen und ich schiebe das Ganze einmal unter. Unser Stoff liegt unter der Maschine, unsere Nahtkante stimmt genau und wir sehen hier ganz wunderbar, dass sich die erste Falte erst nach der Naht abzeichnet. Das heißt, hier können wir ganz wunderbar entlang nähen, ohne dass wir irgendeine Falte erwischen. Ich verriegel und ich nähe. Seht ihr, das legt sich jedes Mal ganz genau glatt. Wir schauen immer, dass wir wirklich beide Stoffe genau übereinander haben und wir legen das nächste Stück glatt. Wenn ich meinen Stoff hier zur Seite ziehe, dann erzeuge ich eine Falte, die geht durch. Das heißt, ich lasse meinen Stoff immer locker liegen und schon ist diese Falte wieder weg. Ihr braucht viel weniger, ihr braucht viel weniger Stoff schieben, als ihr glaubt. Das macht der Stoff fast schon von alleine. Schaut einfach, dass er immer gerade zur Mitte liegt.
Nehmt die Nadeln rechtzeitig heraus, sonst schiebt ihr den Stoff zur Nadel. Ich drehe es mal mit der Hand, seht ihr? Ihr schiebt den Stoff zur Nadel. Hier haben wir dann keine Möglichkeit mehr, dass sich das vernünftig auflöst. Nochmal ein Stück zurück, dahin. Und wir lassen das Ganze wieder einfach fallen. Und hier ist auch, wenn ihr das zur Nadel schiebt, dann habt ihr diese Verschiebungen. Achtet darauf, dass ihr diese beiden Bahnen nicht verschiebt. Und dann legt sich alles wie von alleine. Das ist alles. Achtet einfach auf den äußeren Rand. Am Ende vernähen wir dreimal auf der Stelle und wir holen unseren fertig genähten Kreis unter der Maschine hervor. So schaut er aus. Von der anderen Seite schaut es so aus. Und wir schlagen einfach unseren Stoff nach außen. Wenn wir das Ganze nun bügeln möchten, achten wir darauf, dass wir diese Naht nicht nach innen legen, sondern wir bügeln das Ganze nach außen. Wir legen unsere Naht erst ganz locker, wir pressen unser Bügeleisen nicht drauf, sondern wir legen das einfach ganz locker. Ich mache das hier mit Dampf. Das heißt immer, man soll es ohne machen, da ich das Bügeleisen eher schwebend über mein Patch halte, mache ich das gerne mit Dampf. Wir schlagen das nach außen und jetzt legt sich das schon richtig hin. Nun können wir den Dampf wegnehmen und können das Ganze einmal bügeln. Je öfter ihr Kreise einnäht, je weniger Nadeln werdet ihr brauchen und irgendwann braucht man am Ende, so wie bei einer geraden Patchwork-Naht, gar keine Nadeln mehr. Probiert es einfach aus. Ihr werdet staunen. Gebt der Sache eine Chance. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.